Wir waren einen Monat lang in Kuba als Backpacker und Selbstvorsorger unterwegs. In diesem Video teilen wir wichtige Informationen und Erfahrungen, die wir während unserer Kuba-Reise gemacht haben. Viel Spaß dabei! Kuba ist die größte karibische Insel und kann nur per Luftweg erreicht oder verlassen werden. Als deutscher Staatsbürger braucht man zur Einreise lediglich die sogenannte Touristenkarte. Diese kann für 20 bis 25 Euro im Reisebüro oder am Flughafenschalter der jeweiligen Airline erworben werden. Falls es alles nicht klappen sollte, kann man diese angeblich auch noch in Havanna am Flughafen für $80 kaufen. Diese Karte hat während des Aufenthalts auf Kuba gar keine Relevanz. Wichtig ist aber, dass man, wenn man ausreisen möchte, diese einem abverlangt wird. Seit 2021 steht Kuba auf der US-Liste der terrorunterstützenden Staaten. Das bedeutet, wenn ihr nach Kuba reist und irgendwann in die USA einreisen wollt, könnt ihr das nicht mehr mit ESTA machen, sondern müsst ein sogenanntes Tourismusvisum B2 beantragen. Das kostet derzeit ungefähr $185. Und ganz wichtig noch zu wissen, wenn ihr nach Kuba reist, bekommt ihr keinen Stempel im Pass, sondern die Daten werden elektronisch gespeichert. Für die Einreise nach Kuba gibt es keine Pflichtimpfungen und trotzdem sollte man den Standardschutz gegen beispielsweise Tetanus, Diphtherie, Hepatitis A und B besitzen. Außerdem ist Kuba seit 50 Jahren malariafrei. Vom Flughafen in Havanna ins Zentrum könnt ihr entweder einen Bus oder ein Taxi nehmen. Wir sind damals mit dem Taxi gefahren und haben ca. 30 Euro für das Taxi bezahlt. Ihr könnt aber auch viel günstiger mit dem Bus fahren, aber die fahren nur 3 bis 4 Mal am Tag und ihr müsst die Tickets vorbestellen. Den Link zu dem Busunternehmen via Azul seht ihr unter diesem Video. Nach Kuba unbedingt Bargeld mitnehmen, denn vor den Geldautomaten sind meist lange Schlangen und es kommt häufiger vor, dass die Automaten einfach leer sind. Die Währung in Kuba ist der kubanische Pesos. Man nimmt also sein Bargeld mit und tauscht es vor Ort, aber nicht auf dem offiziellen Wege. Denn in Kuba gibt es einen großen Schwarzmarkt für Euro und für Dollar und der Wechselkurs dort ist mehr als doppelt so hoch wie auf offiziellem Wege. Auf der Website eltoque.com kann man den aktuellen inoffiziellen Wechselkurs nachverfolgen. Das Geld inoffiziell zu wechseln ist super einfach. Man fragt einfach bei seiner Unterkunft, ob sie Geld wechseln, vereinbart den Wechselkurs davor und gut ist. Und so erhält man garantiert immer einen besseren Wechselkurs als auf offiziellen Wegen. Außerdem kann man das Geld in Havanna auf der Straße tauschen, aber die Erfahrung haben wir nicht gemacht. Ein schöner Nebeneffekt, das Geld bei einheimischen Privatpersonen zu wechseln, ist, ihr unterstützt damit die Menschen vor Ort. Dollar und Euro sind wertstabil und nicht von der Inflation in Kuba betroffen. Außerdem ermöglicht ihr den Menschen damit, Produkte zu kaufen, die man nur mit Dollar bezahlen kann. Man findet Unterkünfte in Casa Particulares mit Klimaanlage, privatem Bad und Küche, die man benutzen darf, für 2 Personen bereits ab 15 Euro. Hotels sind auf jeden Fall viel teurer und generell würden wir sagen, dass Havanna teurer ist als andere Orte, die wir in Kuba besucht haben. Im Vergleich zu anderen Ländern in Lateinamerika sind Lebensmittel in Kuba etwas teurer, wie zum Beispiel Milch, Käse oder Wurstprodukte. Eine Packung Milch kostet beispielsweise $3, wohingegen Milchpulver viel günstiger ist. Für eine Packung Spaghetti, ein halbes Kilo, bezahlt ihr $1,50, für eine Packung Bohnen $2 und für eine Tomatensauce bezahlt ihr ungefähr $2,50. Es gibt aber in Kuba auch viele günstige Restaurants, wo ihr für 2 Personen für 10 Euro inklusive Getränke gut essen könnt. Für eine 5-stündige Busfahrt in Kuba bezahlt ihr ungefähr $21 pro Person. Für kurze Strecken könnt ihr aber auch Fahrradtaxis nehmen. Die sind wesentlich günstiger, aber ihr solltet den Preis vor der Fahrt besprechen. Für 27 Tage Kuba haben wir zu zweit insgesamt 806 Euro bezahlt. Das sind 29,85 zusammen pro Tag bzw. 14,92 pro Tag pro Person. Hier haben wir eine Aufschlüsselung unserer Kosten. Wie immer sind Transport, Einkaufsmöglichkeiten und Unterkünfte unsere größten Posten. Wobei hierbei zu erwähnen ist, dass wir vergleichsweise wenig Bus in Kuba gefahren sind und deswegen der Transport ein bisschen weniger Geld gekostet hat. Unter Aktivitäten sehen wir Strandtage, Museen und dergleichen. Andere Ausgaben meinen Internet und unsere SIM-Karte und unter Gebühren zählen wir das Geld für die Touristenkarte. In Kuba ist es normal, dass nicht immer alles verfügbar ist, egal ob man in privaten Unterkünften oder im Hotel untergebracht ist. Es kommt auf den Tisch, was es gerade gibt.
Normalerweise ernähren wir uns immer frisch und ausgewogen. In Kuba war die Suche nach Lebensmitteln teilweise eine große Herausforderung. Nach einiger Zeit haben wir aber die Versorgungslage in Kuba verstanden. Und eigentlich gibt es in Kuba viel. Man muss nur immer wissen, wann und wo. Und manchmal muss man eine Weile anstehen, wie zum Beispiel beim Bäcker. Landesweit gibt es eine staatliche Supermarktkette namens Panamericana. Neben einheimischen Produkten gibt es dort auch importierte Ware. Je nach Produkt sind die Preise in der Regel hier teurer als in anderen Einkaufsmöglichkeiten. Außerdem kann man hier nur mit Kreditkarte zahlen. Eine weitere Möglichkeit, sich in Kuba selber zu versorgen, von der wir während unseres Aufenthaltes leider nichts wussten, ist die Online-Bestellung beim Supermarket 23. Unsere Recherche ergab, dass man ca. 3 Tage vorher bestellen muss, die Preise in Dollar sind und es viele verschiedene Produkte wie Lebensmittel, Hygieneartikel oder Medizin zu kaufen gibt. Wir haben es leider nicht probieren können, aber wenn ihr es probiert oder Erfahrung damit habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir haben unsere Unterkünfte ausschließlich über Airbnb gefunden und gebucht und konnten somit in den Casa Particulares schlafen. Casa Particulares sind immer mit diesem Symbol hier markiert und vom kubanischen Staat offiziell genehmigt. Wichtig zu erwähnen ist, dass man die meisten Unterkünfte, die es in Kuba gibt, einfach nicht über das Internet finden kann. Das heißt, man kann einfach in einer Stadt an einem Ort ankommen und dort spontan eine gute Unterkunft suchen und finden. Kommt man beispielsweise mit dem Bus an, warten dort in der Regel viele Menschen, die einem ihre Unterkunft bei sich anbieten. Couchsurfing, House-Sitting, Workaway oder andere Möglichkeiten, wo man kostenlos eine Unterkunft bekommt, sind in Kuba nicht möglich. Sie sind dort verboten. In Havanna gibt es kaum öffentlichen Nahverkehr. Es gibt wenige Busse und wenn man sie sieht, sind die meist völlig überfüllt und es gibt auch keinen Zeitplan. Wenn man sich im öffentlichen Raum fortbewegen möchte, dann geht man einfach zu Fuß oder man fährt mit einem Fahrradtaxi oder mit einem Autotaxi. Wichtig, man sollte immer die Preise vorher aushandeln. Beim Fernverkehr ist es etwas anders. Wie vorher schon erwähnt, gibt es das Busunternehmen Via Azul. Das sind staatliche Busse und die einzigen, mit denen man als Tourist fahren darf. Die Busse fahren meist nur einmal am Tag, aber sie fahren alle großen Städte an oder touristischen Orte. Aus eigener Erfahrung empfehlen wir unbedingt, das Ticket einige Tage vorher online selbstständig zu buchen. Ein Ticket vor Ort zu kaufen ist eine Tortur. Es dauert wahnsinnig lange, man kann nur mit Kreditkarte zahlen und man braucht ein internetfähiges Smartphone mit Online-Banking, um den Auftrag zu bestätigen. Deshalb empfehlen wir, sich auf der Via Azul-Seite ein Konto anzulegen und dort wie gewohnt sein Ticket zu kaufen. Eine andere Möglichkeit, durch das Land zu fahren, sind private Fahrdienste. Es gibt viele Privatpersonen, die ihre Dienste für entsprechendes Geld anbieten. Die Infrastruktur des Internets in Kuba ist vergleichsweise schlecht und sehr ausbaufähig. WLAN gibt es wohl in verschiedenen Hotels und in privaten Casa Particulares. Unserer Erfahrung nach aber, wenn bei Airbnb WLAN angegeben war, hat es fast nie funktioniert. Um in Kuba wie gewohnt im Internet zu surfen, empfehlen wir euch einen VPN-Server runterzuladen. Beispielsweise ist Proton VPN kostenlos. Um zu verdeutlichen, warum das so wichtig ist. Möchtet ihr Social Media benutzen? Gar kein Problem, funktioniert alles einwandfrei. Darüber hinaus gerät man ganz schnell an die Grenzen des kubanischen Internets, denn viele Webseiten sind im Land einfach nicht aufrufbar. Beispielsweise konnten wir unsere eigene Website nicht aufrufen. Außerdem ist jegliche Art von Geldtransfer nicht möglich. Selbst auf der Seite von Via Azul, also dem staatlichen Busunternehmen, konnten wir kein Ticket ohne VPN-Server kaufen. Dasselbe gilt auch für Airbnb. Wir hatten unsere eigene SIM-Karte in Kuba. Diese haben wir auf der Website Suena Kuba vorbestellt und an unserem Ankunftstag in Havanna am Flughafen direkt abgeholt. Die Touristen-SIM-Karte kostet $35 für 6,5 GB, 100 freie Minuten, 100 freie SMS. Auf der Website Suena Kuba kann man sein Guthaben außerdem wieder aufladen. Und ja, mobiles Internet ist für Touristen schweineteuer. Den Link zu Suena Kuba findet ihr in der Beschreibung. Für uns war Kuba das bisher sicherste Reiseland in ganz Lateinamerika. In keinem anderen Land sind wir bedenkenlos so oft nachts unterwegs gewesen wie in Kuba, sogar in der Hauptstadt Havanna. Wie in jedem anderen Land muss man natürlich darauf achten, dass man nicht teuren Schmuck oder viel Bargeld öffentlich zur Schau stellt. In Kuba findet ihr überall den bekannten Havanna Club Room.
In Havanna gibt es sogar ein Museum mit Führung und Kostproben. Das können wir euch auf jeden Fall empfehlen und solltet ihr auf eure Kuba-Reise auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr die weltberühmten kubanischen Zigarren kaufen möchtet, dann solltet ihr das nur in offiziellen Stellen tun, beispielsweise der La Casa del Habano oder andere Möglichkeiten, die ihr bei Google Maps findet. Wenn ihr mit Einheimischen in ein Gespräch kommt und diese euch erzählen, dass sie oder irgendwen, den sie kennen, in einer Zigarrenfabrik arbeiten und euch deswegen teure Zigarren zu einem preiswerten Preis anbieten können, dann ist das meist eine Masche, um euch abzuzocken. Ansonsten könnt ihr aber auch in kleinen Läden oder Hauseingängen für umgerechnet 1,15 Dollar Zigarren bekommen. Medikamente sind in Kuba rar. Die Apotheken haben meist leere Regale und wenn etwas da ist, dann bilden sich in der Regel sehr schnell riesige Schlangen davor. Deshalb solltet ihr unbedingt die Medizin dabei haben, die ihr braucht. Für sonstige Notfälle gibt es separate Krankenhäuser für Touristen. Wir hatten zum Glück keine Notfälle, haben aber gehört, dass die Krankenhäuser gut ausgestattet sind und man gut dort versorgt wird. Wir würden euch tatsächlich empfehlen, einen Wasserfilter bzw. Tabletten zur Wasserfilterung mitzunehmen, falls ihr mal wirklich kein abgefülltes Trinkwasser findet. Außerdem empfehlen wir einen Geldgürtel mit doppeltem Boden, sodass man unbekümmert viel Bargeld bei sich haben kann. Wenn ihr in Kuba selbstständig unterwegs sein wollt, solltet ihr unbedingt Spanischkenntnisse haben. Im Vergleich zu anderen Ländern hatten wir das Gefühl, dass eine gute Kommunikation ohne Spanisch in Kuba viel schwieriger geworden wäre. Obwohl wir auch noch nie so viele Einheimische wie in Kuba getroffen haben, die Deutsch gesprochen haben. Die Hurricane-Saison ist von Anfang Juni bis Mitte Oktober und es gibt ein sehr gut funktionierendes Frühwarnsystem. In Kuba gibt es keine giftigen Schlangen. Auf Kuba sind Drohnen verboten. In Kuba sehen die Steckdosen so aus. Und dafür braucht ihr mindestens diesen Stromstecker. Außerdem gibt es in Kuba Steckdosen mit 110 und 220 Volt, aber das ist meist an den Steckdosen markiert. In keinem anderen Land bisher haben wir so sehr gespürt, dass wir als wohlhabende Touristen wahrgenommen werden. Jedes Gespräch auf der Straße endete immer mit der Frage nach Geld. Wenn man Silvester auf der Suche nach Feuerwerk, Party und ausgelassener Stimmung ist, dann ist Havanna dafür der absolut falsche Ort. Noch nie in unserem Leben haben wir ein so leises, ruhiges und unaufgeregtes Silvester erlebt wie dort. Wenn wir wieder nach Kuba reisen, hätten wir am liebsten mehr Geld zur Verfügung, um uns nicht selbst um die tägliche Essensversorgung zu kümmern und eigentlich am liebsten einen All-Inclusive-Urlaub zu machen. Die tägliche Versorgung von Lebensmitteln und Wasser war anstrengend und ohne diese Last hätten wir Kuba sicherlich mehr genießen können. Deswegen empfehlen wir euch, genießt Kuba mit mehr Komfort. Das waren unsere Erfahrungen, Informationen und Tipps zu Kuba. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann unterstützt uns gerne mit einem Daumen nach oben und abonniert unseren Channel. Also, bis dann! Tschüss!